Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem heutigen Video. Heute wollte ich euch wie versprochen ein Feedback zur Vario geben. Und zwar, wie ihr in meinem vorigen Video gesehen habt, wo ich die Variomatik ausgetauscht habe, habt ihr gesehen, dass ich dort die 16 Gramm Gewichte und die Gegendruckfeder, die im Variomatik-Set dabei war, eingebaut habe. So, das Ergebnis war allerdings nicht wirklich berauschend. Und zwar habe ich dann rumprobiert, ich habe kleinere Gewichte reingemacht, dann die Feder ausgebaut, die Gewichte wieder erhöht, hin und her und das wollte alles irgendwie gar nicht. Dann musste ich feststellen, dass irgendwie egal was ich mache, es funktioniert nichts. Und dann habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, denn bei dieser Variomatik handelt es sich ja um die Malossi Multivar und das Set besteht eigentlich normalerweise eigentlich nur aus dieser Rutsche, also dieser Variomatik-Glocke und den Gewichten und der Gegendruckfeder. So, diese Variomatik, die ist eigentlich zweierlei gemacht worden, und zwar entweder für eine 125er, also im Prinzip ist ja nicht nur Piaggio MP3, sondern auch Vespa und so weiter. So, und zwar, wenn man eine 125er hat, sollte man laut Piaggio dann oder laut Malossi Multivar, sollte man dann dementsprechend die Gewichte mit 14 Gramm wählen und die Gegendruckfeder. So, bei einer 250er bzw. einer 300 Kubik sollte man dementsprechend die höheren Gewichte nehmen, also sprich die 16 Gramm und die weiße Gegendruckfeder. Da ich ja mein Set gebraucht gekauft habe für ganz kleines Geld, habe ich so überlegt, oder beziehungsweise das Set, das ich gekauft habe, da war noch dieser Riemen mit bei von Malossi, dieser Sportriemen angeblich, aber naja, Malossi hat dieses System so angepasst, dass man die Originalkupplung drin hat, dass man die Originalkupplungsglocke drin hat, dass man diesen Originalriemen mit dabei hat und so weiter. Habe ich mir dann Gedanken gemacht, nach diesem Hin und Her rumprobieren und machen und tun und so weiter, habe ich dann festgestellt, der Riemen, der ist doch vielleicht länger als das Original. Und habe dann das System wieder auseinandergebaut, schon zum 200. Mal oder sowas. Habe den Riemen rausgeschmissen von dem Malossi und habe mein Originalriemen reingemacht und siehe da, die Power ist auf einmal da gewesen. Der fuhr moderat an, die Endgeschwindigkeit hat vollkommen ausgereicht und das fand ich dann natürlich mehr als zufrieden, war ich dann, ja. Und die Malossi, die haben halt, wie gesagt, alles so angepasst, dass man nichts mehr verändern muss. Sprich, man macht einfach nur diese Glocke da rein mit den Gewichten, dementsprechend halt 125er oder 250er, 300er. Nur da liegt der Unterschied, nur in diesen Gewichten, 14 Gramm oder 16 Gramm. Und das Teil läuft einwandfrei. Wie ihr jetzt im Video auch einmal sehen konntet, die Beschleunigung ist recht zügig für eine 250er. Sollte man natürlich jetzt keine Rakete erwarten, die da jetzt steigen wird oder so. 32 seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic. Was, ne? Aber ich meine, das ist mehr als gut. Ne? Übrigens in meinem Video habe ich dann einen Kommentar gekriegt, dass
Wenn du dich schon für so eine entscheidest, dann nimm gleich die 500er, weil die 250er ist lahm und keine Ahnung, wie auch immer. Aber hey, ganz ehrlich, einer, der vorher 25 Kubik oder 50 Kubik unterm Arsch hatte, der wird die 250er nicht unbedingt gleich beherrschen können, weil 23, 24 PS, was die da hat, ist verdammt viel, wenn man vorher nie Erfahrung hatte auf einem Zweirad. Und einer, der sich dort in dieses Thema einbringt, für den sind 24 PS zum Anfang, um einfach nur mal Erfahrung zu sammeln, mehr als genug. 24 PS, das ist sogar viel, viel mehr als eine 125er. Und eine 125er ist eigentlich auch relativ schnell, aber im Vergleich zu der Piaggio MP3 mit 250 Kubik ist sie wiederum lahm. Also jeder muss das natürlich für sich selbst entscheiden, aber wenn man vorher keine Erfahrung hat mit offenes Fahren und so, und ich rede da nicht von Cabrio oder sowas, sondern von 2 Reifen, und die 3 Reifen bei der MP3 sind ja im Prinzip nicht wirklich 3, sondern fühlen sich schon wie 2 Reifen an. Wie ihr sehen könnt, auch mit diesem Kurvenfahren und so weiter, das ist schon was ganz anderes. Ja, übrigens im nächsten Video werde ich euch nochmal so ein Review rausschmeißen. Im Prinzip auch nichts anderes wie dieses jetzt. Nur da werde ich euch so ein bisschen über Kosten informieren. Was da so eine MP3 kostet. Versicherung, Steuern, Tanken, servicemäßig und so weiter. Wollte ich euch auf jeden Fall nahelegen, weil ich war, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen geschockt, wo ich dann die Kosten erhalten habe, oder beziehungsweise die Rechnung erhalten habe, was man dafür alles so zahlen muss. Und deswegen, wenn man da sich das erste Mal mit befasst, sollte man nach Möglichkeit am besten so informiert wie möglich sein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, ihr habt euch ein bisschen amüsiert. Ihr konntet auf jeden Fall hoffentlich was mitnehmen aus diesem Video. Und mehr Informationen kann ich euch sonst nicht liefern eigentlich. Also wie gesagt, Variomatic, Malossi Multivar, es geht jetzt rein um die Malossi Multivar, wurde halt so getestet und angepasst, dass man da im Prinzip bis auf das, was da in dem Set drin ist, alles original lassen soll. Dann habt ihr auf jeden Fall Spaß dran. Anzug ist sehr schön, Endgeschwindigkeit wunderbar, also man kann da echt nicht meckern. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, disliken, wie auch immer. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das erste Mal dabei seid. Es kommen mehr Informationen. Dem einen oder anderen gefällt das vielleicht nicht, dass das so ein Mischmasch ist aus alles Möglichem, aber mein Kanal bezieht sich hauptsächlich auf Fahrzeuge aller Art. Also ob das jetzt nun ein ferngesteuertes Fahrzeug ist oder ein Traktor auf einem Rad oder sowas, ist vollkommen egal. Alles was Reifen, Motor und fahren tut, wie auch immer. Das ist halt meins und das gehört zu diesem Kanal. Ich wünsche euch alle noch eine wunderschöne Zeit, bleibt alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß noch!